Das ist die Masai Mara in Kenia. Und wir sind mittendrin statt nur dabei, aus eigener Kraft und mit dem eigenen Fahrzeug. Bleibt einfach dabei, wir nehmen euch mit. Da steigt man morgens aus seinem Auto, um ein bisschen die Umgebung zu genießen und bekommt Besuch vom Zebras. Das sind so Sachen, über die kann man sich gar nicht beruhigen. Oh, mein Mann ist auch schon fett am Fotografieren. Guten Morgen, mein Hase. Guten Morgen, meine Sonne, meine Sterne. Haben Sie auch gut geschlafen? Das ist eine Frage, die sollte man mir nie stellen. Ich habe gut geschlafen. Auch diese Frage stelle ich ihm nie. Habari na Karibu, das heißt Hallo und herzlich willkommen auf Swahili. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 22 erleben wir im wahrsten Sinne des Wortes den Kontinent Afrika auf eigene Faust. Im Moment sind wir im Südwesten Kenias an der Grenze zur Masai Mara. Ich bin meinem Mann heute zu langweilig. Da draußen qualmt die Masai Mara, die brennt und brennt und brennt. Deswegen konnte man ihn nicht sehen. Ich gehe gleich wieder raus, wenn er nämlich gegangen ist. Es klart sich nämlich auf. Die Aussicht taugt nichts, deswegen mache ich jetzt mal den Masai Mara Run, habe ich beschlossen. Zu meinem Leidwesen lässt er sich auch in solchen Regionen nicht davon abschrecken, seinem Bewegungsdrang nachzugehen. Tiere kennen hier keine Grenzen, ob es Fleisch- oder Pflanzenfresser sind. Und ich bin jedes Mal einfach nur froh, ihn vollständig an unserem Fahrzeug wieder in Empfang nehmen zu können. Ready to go. Die Masai Mara kann kommen. Der René kommt zur Masai Mara. Ich sag's ja ungern, aber ich renne hier lang. Und was sehe ich dabei? Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Ach du Scheiße. Hier überall. Rechts von mir. 1, 2. Hier vor mir sind sie. Und der Running Man mittendrin. Ich schlag mich kaputt. So was Traumhaftes. Ich bin so glücklich. Danke. Das hab ich, ich habe die letzten 2 Afrika-Jahre viel erlebt. Aber das ist einer der Highlights gerade. Zu Fuß stehe ich hier bei meinem Lauf und da ist eine Giraffe einfach neben mir. Ich bin sprachlos. Vor lauter Giraffe habe ich ein bisschen die Zebras unterschlagen, habe ich das Gefühl. Aber die sind auch noch hier dabei. Mit einem kleinen sogar. Oh! Es war der geilste Lauf ever, Yvonne. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Noch nie war es so geil. Ich bin zwischen Giraffen und Zebras durchgelaufen und die waren nur so 3-4 Meter von mir entfernt. Und du hast die Kamera nicht dabei gehabt? Total geiles Erlebnis. Super. Also ich kann mich gar nicht aufhören zu begeistern. Jetzt fängt er gleich an zu weinen, nicht nur ich. Das kann man sich nicht vorstellen. Ganz viele Giraffen, so ganz dicht hier bei mir. Dann der kleine Running Man dazwischendurch. Warum hast du die nicht mitgebracht? Jetzt ist soweit. Jetzt gibt es hier endlich auch mal eine kleine Vorführung. So, was haben wir denn da Schönes? That's the lion. This is a lion. Giraffes. Mal gucken. Steht mir das hier? Warum, was müssen wir Yvonne fragen? Yvonne? Wir haben hier die Spielekiste ausgepackt. Kannst du rauskommen? Da, da, da. So, jetzt machen wir kurz hier einen Rundflug hier drüber. What had happened here? I fell down. Yeah. That's oil. First we should clean it, huh? So, you take a seat. That's good.
habe ich denn jetzt meinen Deckel hin? Der ist vom Boden gefallen. Attention. No blood. Don't touch it. Don't touch. Okay. Okay. Ich glaube, ein bisschen nach unten noch mal ein bisschen so ein Schraps. So Hä? da wird das flächig da drauf, oder? Nee, das ist nur blutstillend. Achso. Halt mal Während wir hier die kleine Klinik aufgebaut haben, laufen hier hinten die Rinder entlang und da unten brennt weiterhin die Masai Mara. Heute früh war es ja zum Glück quasi wieder was Feuer ausgegangen, aber die haben es dann heute Mittag wieder entfacht. Jetzt werden wir jetzt gerade Zeuge, wie da hinten wieder neue Feuer gelegt werden. Die von gestern sind ja komplett abgebrannt gewesen. Es war ganz ruhig jetzt. Hier die Fläche vor uns. Und da hinten werden jetzt an mehreren Stellen wieder Feuer gelegt. Angeblich ja, weil die Tiere das nicht wollen, nicht mögen, wenn das Gras so hoch ist. Angeblich wäre das Gras da unten überall so hoch, weil da ist Schwemmgebiet. Der dunkelgrüne Streifen, den man ja im Hintergrund sieht, ist ja der Mara, der Fluss Mara, wo die Gnus im Sommer ihre große Flusswanderung oder Flussquerung haben, die so berühmt ist, wo viele so von Krokodilen gefressen werden. Da läuft einer von rechts nach links, sehen wir, dass immer mehr kleine Rauchsäulen hochgehen. Da legt einer definitiv, man sieht es dann auch mit dem Fernglas, läuft einer und macht neue Feuer. So wie wir es jetzt doch verstanden haben, oder René hat es ein bisschen anders verstanden, die legen das auch, damit die Tiere eben hier bleiben und nicht abwandern. Wahrscheinlich auch, damit der Tourismus einfach bleibt. Ja, Jetzt gucken wir uns mal hier so einen Ball an. Das ist quasi eine Tüte und innen drin mit Stroh und Heu gemacht. Das ist aber nicht so schlecht. Das ist not too bad. You know? Perfekt. And a Pflaster. Und jetzt genießt einfach noch einmal mit uns diese Aussicht und versucht eines zu verstehen. Wir stehen hier ganz alleine, nicht umrundet von 50 oder mehr Safari-Autos. Welch ein Privileg, welch ein Erlebnis. Zumindest ich hätte früher nie damit gerechnet, dass dieser tief gehegte Traum so in Erfüllung gehen kann. Während die Frau hier ihren haushaltlichen Arbeiten nachkommt, will ich euch mal kurz informieren, was jetzt eigentlich so der Plan ist für die nächsten 2, 3, 4 Tage. Wir werden jetzt versuchen, quasi nördlich die Masai Mara zu umfahren, um dann auf die Ostseite zu kommen. Und da drüben, also nördlich von der Masai Mara, ist eine Conservation Area. Da müssten wir eigentlich durchfahren können. Also in der Regel kann man da immer im Transit durchfahren. Das ist, müsste Masailand sein. Ich weiß es ja nicht ganz genau, aber das sind die Informationen, die ich hier habe. Und ja, das werden wir jetzt mal probieren, wie wir da durchkommen. Dass wir nicht einen ganz großen Schlenker über den Norden machen müssen. Weil so denken wir einfach, weil die Tiere ja auch außerhalb des Parks sich bewegen, die kommen ja auch raus, gehe ich mal davon aus, dass wir da eigentlich eine schöne Fahrt rund um die Masai Mara haben, um auch viele Erlebnisse zu haben.
Als Langzeitreisende haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht nötig ist, in oder durch jeden Nationalpark zu fahren. Es ist auch immer eine Frage des Budgets. Daher halten wir uns einfach an den Parkgrenzen auf, unterstützen so direkt die betroffene Bevölkerung wie eben auch an diesem Platz hier und haben nicht nur tierische, sondern eben auch enge, interessante und intensive Begegnungen mit Locals. Und doch muss man auch so einen magischen Ort wie diesen wieder verlassen und darauf hoffen, dass es nicht das letzte Mal war, ihn gesehen zu haben. Es ist zum Brüllen. Während ich hier so gestanden habe, weil wir wollten eigentlich einfach nur eine Aufnahme machen, weil die Szenerie hier so schön ist. Das ist ein künstlich angelegtes Wasserloch für die Rinder von den Maasai hier in der Umgebung. Taucht da plötzlich Nilpferd drauf auf. Also da sind Hippos drin. In einem künstlich angelegten Wasserloch. Da kommt's, da ist es. Gude. Es wird bestimmt nicht allein sein. Gleich kommt es zu einem für uns sehr bewegenden Moment wieder. Wir werden den Mara überfahren. Das ist der Fluss, der Maasai Mara den Namen gegeben hat. Die Maasai, die hier angesiedelt sind, und der Mara, der Fluss. Es kann sich niemand vorstellen, wie ich mich die ganze Zeit fühle. Ich hätte es mir ja selber niemals zugetraut, dermaßen emotional zu sein, nur weil ich hier in dieser Region bin, nur mit dicken Anführungszeichen, es ist unfassbar. Ich bin über den Mara gelaufen. Und wenn ihr euch wundert, dass man gar nicht so viele Tiere sehen kann, bedenkt, wir sind am Ende der Regenzeit. Die Tiere haben jetzt überall Wasser und können sich daher großflächig verteilen. Wir hatten schon so viele fantastische Tierbegegnungen, dass diese gar nicht mehr an Nummer 1 stehen. Uns ergreift eher die Erfüllung des Traums so sehr, denn so eine Reise ist nicht selbstverständlich. Wir haben viel gewonnen, aber eben auch viel aufgegeben und in solchen Momenten sind wir einfach nur demütig und dankbar. Unser Planet hat so viele wunderbare Orte und jeder einzelne, ohne ihn jetzt schon genau zu kennen, zieht uns magisch an. Oft führen wir hitzige Diskussionen miteinander über unsere Beweggründe und die Machbarkeiten einer solchen Reise. Sind wir egoistisch, unsere Familien zu Hause gelassen zu haben? Unsere Kinder sind erwachsen und unsere Eltern zu diesem Zeitpunkt weitgehend gesund und doch begleiten gerade mich immer wieder Zweifel, die aber an solchen Orten in den Hintergrund gedrängt werden und einfach nur Dankbarkeit durch uns hindurchströmt. Bevor wir jetzt wieder in die ziemliche Einöde abtauchen, brauchen wir irgendwie noch mal ein bisschen mehr Wasser. Und wir sind jetzt hier im letzten Community-Dorf angekommen und suchen Wasser. Wir haben gerade zwar ein Windrad gesehen und auch Wasser, einen See, wo die Leute auch mit ihren Kanistern hingegangen sind, aber das sah beige aus und nicht drinkable. Und jetzt haben wir die Jungs hier vor uns im Auto gefragt und wir sollten ihnen jetzt mal folgen. Mal gucken, was die uns jetzt sagen. So you're gonna go to Talek. Yeah. Talek is another big center. Okay. Then from Jetzt kommt mein Mann mit dem Wasser an, was trinkbar ist. Also mir ist soeben bewusst geworden, dass es unterschiedliche Qualitätsansprüche gibt an Trinkwasser. Sieht aus wie Pi. Das sieht aus wie braunes Wasser. Vielleicht könnte man da vorne auch so 5 Gallonen, also 5 so große Flaschen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Weil ich glaube nicht, dass ich das trinken möchte. Nee, wir können das aus der Stoßstange vorne erstmal in den Haupttank reinmachen. Da können wir die Dreckbrühe da vorne reinmachen. Dann haben wir das zum Spülen und sowas und zum Waschen. Come with me. This way. Wir müssen darum Come gehen. this way. Stop, 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 stop. This way. Come, come, Nein. come, 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 come. Yee. Yes, 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 yes. Yes. Gucken wir den da rein. Schauen wir noch den hier, dann machen wir das hier oben mit fest. So, dann kann das nämlich nicht rausschnotteln. Ist immer so schön, wie er Deutsch Ganz spricht. ausgefeilte Technik. Das ist deutsche Ingenieurskunst. Voll der Good job. Profi, super. Perfekt.
Da wird jetzt auch Wasser vom Esel geholt. Oh, der hat ganz schön das Gewicht zu tragen. Wir haben wirklich nur noch erbärmlich wenig Wasser. Mein Mann hat nämlich nicht voll getankt, als wir an unserer letzten Wasserstelle waren, weil er dachte, Wasser ist bisher ja nie ein Problem gewesen. Hier scheinbar schon, weil hier nehmen alle aus natürlichen Wasserquellen. Und diese Wasserquelle, die wir jetzt hier haben, jetzt fährt er da durch, wo die ganzen Eselskarren vorhin waren. Das Wasser haben wir ja eben gesehen, das ist auch nicht wirklich sauber. Seine fleißigen Helfershelfer sind ganz begierig dabei, noch weiter bei ihm zu bleiben. Ah, hier ist auch die ganze Esels- und sonstigen. Na Schätzchen, hast du die auch noch abgeschnitten bekommen, ne? Sieht aus wie Sprit. So, raus ist er. 30 Wasser von dem wunderbaren, gefärbten Wasser hat er getankt. Das wollen wir dann zum Spülen und sonstigen nehmen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da vorne große Flaschen mit Wasser kriegen, was wir kaufen können, weil das ist schon sehr unappetitlich. Zum Glück gab es 5-Liter-Container, mit denen wir uns versorgen konnten, und die Fahrt zurück an die Parkgrenze geht weiter, denn hier ist großflächiges Farmland. Ich muss jetzt hier durch. Ich weiß nicht, wie eklig tief oder rutschig das ist. Oh, Scheiße, echt. Nein. Das kann ich nicht. I need a lift, I need a lift. Ich muss irgendwie abgeholt werden. Meine Schuhe klemmen. Meine Schuhe. Oh, Scheiße. Voll im Einsatz für ich euch. flieg vor allen Dingen echt auf die Schnauze, weil die Schuhe so festkleben. Und man sagt nicht Schnauze, sondern man fällt auf die Banane. Ich wollte fast alles geben. Ich habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich hier so eine Art Wassertaxi gespielt. Er hat Wassertaxi gespielt, weil das war eben echt zu eklig und zu tief. Und das ist ganz schön glibberig. Ich bin ganz froh, dass mein Mann jetzt hier den Allrad eingeschaltet hat. Wie tief das hier ist. Da kommt ein Mopedfahrer, der fährt ja wie am Rand entlang, da kann ich nicht so gut fahren. Na gut, die Mutigen werden die Gewinner sein, wie immer, oder? Ich hasse es. Es ist ganz schön tief. Ich wollte gerade sagen, mach alles rein, was reinzumachen ist. Diese Besetzung dann noch mal mit. Viele Autos kommen hier einfach nicht vorbei. Doch wir haben es ja geschafft und bei der Weiterfahrt passieren wir die ersten größeren Gnu-Herden. Wir sind hier jetzt auf der Ostseite von der Masai Mara angekommen, hier in Talek. Und jetzt habe ich mal hier, wir sind ja auf so einem Camp, weil gestern Abend, das ging natürlich mal wieder in die Hose. Wir haben irgendwo am Pistenrand, haben wir uns hinter so einem Busch quasi versteckt, um dort die Nacht zu verbringen. Und was ist, es kam natürlich mal wieder jemand und hat gesagt, wir würden da in der Conservation Area stehen, die quasi jemandem gehört bzw. gepachtet ist. Und dort dürften wir nicht stehen und wir müssten wieder unglaublich viel Geld dafür bezahlen, dass wir da stehen. Wir standen vielleicht 50, 100 Meter von der Piste nur weg. Und ja, auf jeden Fall, wir konnten dort nicht stehen bleiben. Dann wurde es auch schon wieder dunkel. Also sind wir weiter bis nach Talek gefahren und haben dann hier auf einem Camp Zwischenstopp gemacht. Und der hat glücklicherweise auch noch aufgehabt, weil morgen schließt der hier, weil die Saison hier komplett vorbei ist.
unserem ursprünglichen Plan jetzt auf irgendwelchen wilden Buschpisten entlang der Grenze zu Tansania weiter rüber nach Osten zu fahren, habe ich mich jetzt hier, klug wie ich bin, mal informiert bei dem Campbesitzer. Und der hat gesagt, dass was wir da machen wollen, das wird überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die Strecken wären aktuell unpassierbar und weil halt viel Regen, viel Matsch und so weiter und so fort. Also er sagt, nein, sollten wir auf keinen Fall tun. Da ich ja unglaublich klug und gehorsamer Typ bin, Happy Wife, Happy Life, habe ich beschlossen, das machen wir nicht. Nur um jetzt hier wieder wegzukommen, müssen wir entweder durch den Park durchfahren, was die $200 kostet, die wir für so eine kurze Transitstrecke nicht machen wollen. Jetzt gibt es eine Strecke quasi nördlich am Park direkt entlang. Dort sagt er, da gibt es halt ein River Crossing, eine Flussquerung. Und da hat er jetzt aber mal mit ein paar Leuten telefoniert und sagt, die müsste eigentlich machbar sein. Meine Frau, die hat schon wieder unglaublich Lust auf die Flussquerung. Die ist schon großer Begeisterung dabei. Ja, aber ansonsten müssten wir wieder alles zurückfahren. Da habe ich persönlich gar keine Lust zu. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg und gucken mal, ob das mit dem River Crossing klappt. So, Ja, how is it looking? It's a little bit. wir sind an der Flussdurchquerung No angekommen. sand soil inside the water. Okay. Yeah, but no more water. There is other cars passing through. Ah, other cars passing through. Okay. Yeah. But we are heavy. So, but I think I will wait to look until another one is crossing, so I can see what the best way is, what the best route is. Okay, no problem. Right. Where you come from? Germany. Wir warten Germany. jetzt mal und Germany. hoffen, dass ein anderes Auto kommt, aber das Germany to macht mir ja Kenya. jetzt schon wieder hier. Germany to Welcome. Kenya, long Welcome. way. Der sterbe ich vor Thank Angst. you so much. What's your name? René. René. Renee. Yeah, I can say John. It's easier. John. John, yes. Jackson. Jackson. Hi, I'm Jackson. Yvonne. Yvonne. Yes, Nice to right. meet you, Yvonne. Nice to meet you. Right. Jetzt gucke ich mir erstmal an, wie ein Moped durchgeschoben wird. Da sieht man mal, wie tief das Wasser ist. Ah, das sieht ja schon nach einer ganz schön schlammigen Fahrt aus. Also die Tiefe des Wassers ist bis jetzt gar nicht das Problem. Ich glaube, es ist eher der Untergrund, dass der hier nicht optimal ist. Und da drüben geht es auch ganz schön steil wieder hoch. Zack, Zement. So, das ist schon mal gerettet. Easy. Es kam hier jetzt eben von der anderen Seite, kam jetzt mal ein Auto gefahren, hat sich aber auch noch nicht durchgetraut. Also wir warten noch auf einen Freiwilligen. Ja, Yvonne, wie ist das mit dir? ich will nicht der Erste sein. Du hier als Miss Adventure, einer muss Nee. der Erste sein wie immer. Nein. Aber ich habe aber auch keine Lust hier der Erste zu sein, weil das Nein. sieht mir echt zu schlickrig aus. Aber wieder so tief ist es nicht. Oh, jetzt wo der da langläuft, der passiert ja eigentlich noch nicht, gell? Das sieht ja ganz gut aus. Okay, bis jetzt tut sich schon nichts. So, jetzt kommt da drüben Bewegung rein. Die ersten fahren los. Ich habe ja eben René schon vorgeschlagen, er soll sich einfach dazwischen klemmen, weil es sind auf jeden Fall 4 Autos, wir sehen 4. Und wenn 2 durch sind und das jetzt gut aussieht, könnte er sagen, na, die fahren zurück. Oh, jetzt wird's spannend. Die fahren zurück. Die wenden. Okay, this is our decision. We are not going through. Scheiße. If the locals are not going through, we are not going through. Neuer Ich bin ja Versuch. jetzt wie so ein geschlagener Hund quasi zurückgefahren. Hat sich jetzt schon ein bisschen schlimm angefühlt für mein Ego. Und jetzt kommen uns gerade wieder
Wagen entgegen. Und jetzt habe ich direkt nochmal umgedreht. Jetzt gucken wir mal, ob die da durchfahren, ob die sich trauen. Und dann kann man uns das nochmal angucken. Aber ja. Weil das wurmt ihn nämlich. Umdrehen geht ja für uns beide normalerweise gar nicht. Und wir werden hier schon erkannt. Aber alleine da halt durchzufahren, wenn wir immer mit einem zweiten Auto dabei wären, dann wäre das nicht so das Problem. Aber alleine sich immer in so eine Gefahr zu begeben, das finde ich halt immer sehr, sehr gewagt. Aber jetzt schauen wir mal, was die halt hier machen. Und René hat sich vor allen Dingen gleich dazwischen gequetscht, dass auch wieder einer hinter uns ist. Okay, schauen wir mal. Der fährt hier gleich frisch und fröhlich da rein. Aber Untersetzung und alles, hast du das Zeug da Ich drin? habe noch gar nichts da drin. Ich habe mir gesagt, ich stehe wieder an. Der fährt hier echt frisch und fröhlich da rein. Als kennt der da nichts. Da unten ist er schon mal gerutscht. Ja. Wunderbar. Okay, danke, das war's für mich. Das war ein bisschen unklug angestellt. Er hätte einfach mal in einem Schritt durchfahren müssen. Da drin anhalten, das ist völlige Quatsch. Was kommt denn da für ein Öl raus? Jetzt holen sie hier die Bergegurte raus, aber es sind natürlich immer nur ganz kurze. Und wir haben halt ja auch jede Menge dabei. Und wenn wir Hilfe benötigen würden, würden wir ja auch welche anfragen oder wären froh und glücklich. Und eigentlich wollte René jetzt seine Hilfe anbieten, aber ich glaube, sie holen... Ach, jetzt holen sie den Bagger. Jetzt kommt da drüben noch einer. Entweder zieht er die raus oder er fährt da, wo der mit dem gestreiften Poloshirt ist. Genau, da jetzt einfach vorbei. Wenn er das macht, da bin ich wahrscheinlich erledigt. Da wird mein Mann das auch sofort machen. Ja? Sterbe einfach. Okay. Nächste Episode. Also das ist das, was ich meine. Dieses Abrutschen. Ich will da nicht durchfahren. Und jetzt macht er das nächste Loch. Da fährt noch jemand. So, jetzt wird es richtig spannend. Er fährt jetzt einfach da vorbei, aber er rutscht auch schon die ganze Zeit. Da würden wir mit unserem Gewicht einfach erbarmungslos am Arsch der Erna rutschen. Das mache ich nicht. So, jetzt gibt er gleich mal Power. Der gibt jetzt genau, er gibt Saft.
Ja, guck mal, was da für ein Loch ist. Nee. Das Schwarze meine ich. Ein Hoch auf die Umwelt. So, der nächste. René behauptet ja, dass er mit unserem Sechszylinder das Powerproblem nicht hätte, weil die alle kurz vorm Ende jetzt hier versacken. Jetzt kommt ein V8. Der müsste es eigentlich problemlos schaffen. Ja, fast problemlos. Okay, wir fahren einfach woanders hin. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Der macht sich da drüben nur seine Kupplung kaputt, das was da gerade qualmt. Eigentlich würde man ja denken, dass die alle gut Auto fahren können und ihre Autos beherrschen, aber ich glaube, diese Gruppe hier ist irgendwie nicht so der Fall, wenn ich da mal überheblich was sagen muss. Aber nichtsdestotrotz macht mir das kein Zutrauen, dass ich da durchfahre. Fertig. Das Schlimme ist, ich bin der Überzeugung, wir würden das problemlos schaffen, aber ich will jetzt hier auch nicht den weltverbessernden Klugscheißer spielen. Ja, das ist auch mit mir heute in der Form nicht möglich. Deswegen wir wollen ja fahren unser Auto nicht kaputt machen und deswegen glaube ich, dass wir jetzt trotzdem... Wir fahren jetzt ans Gate und probieren es am Wir Gate. hätten es gar nicht angucken sollen, wir hätten einfach durchfahren sollen von Anfang an. Ja. So, der hat keinen... Die fahren erstmal gegenseitig. Der hat jetzt keinen V-Motor, weder 6 noch 8. Mal gucken, wie der durchkommt. Der fährt jetzt wohl noch mal ein bisschen mehr aus. Okay, der kommt jetzt schon mal besser durch. Das kann ich gar nicht sehen. Die haben keine Untersetzung drin, der muss die Untersetzung Guck doch mal in einlegen. dem Auto, ob der dann eine Untersetzung drin hat. Es gibt einen Toyota und einen Land Cruiser nicht ohne das. Vielleicht ohne Sperren, aber die, ich weiß nicht, was die machen. Die spielt die ganze Zeit mit der Kupplung rum, damit er Gas geben kann. Die brennen die Kupplung durch, das ist eine Katastrophe. The story goes on. Chưa hivyo. Wela katikati. Ya chini. So, liebe Zuschauer, das war jetzt eine Sendung nur mit abgeschleppten Toyotas durch einen River. René kann das gar nicht fassen und zweifelt keine Sekunde an den Fähigkeiten seines satten Sechszylinders. Ob wir uns da durchwagen oder doch den Rückzug antreten, das werden wir euch erst beim nächsten Mal zeigen. Was glaubt ihr denn? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, wie eure Meinung ausfällt. Wenn euch unsere Filme gefallen, dann zögert nicht, uns weiter zu empfehlen, einen Kommentar zu hinterlassen oder auch einen Daumen hoch. Denn dies alles hilft unserem Kanal stetig zu wachsen und bestätigt uns natürlich in unserer Arbeit mit den Filmen. Wenn ihr der Arbeit gegenüber eure Wertschätzung ausdrücken möchtet, findet ihr den Link zu PayPal in der Videobeschreibung oder eben unserer Bio. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt hoffentlich gesund und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Kwaheri, tschüss und bye bye.